Ich möchte euch heute zeigen, wie man schnell und einfach ein hochwertiges 3-Gänge-Menü kreiert, das den oder die Liebste sprachlos sein lässt. Ich verwende dabei auch einige aphrodisierende Lebensmittel wie Vanille, Chili, Erdbeeren, Trüffel und Lachs. Dies gepaart mit guter Stimmung, romantischem Ambiente, gut ausgewählten Worten und diesem Essen ist etwas ganz Besonderes, was er oder sie nicht so schnell vergessen wird. Wir starten heute mit einem Fischgericht, was für mich sehr untypisch ist. Aber aus Liebe zu meiner Frau werde ich heute 2 Vorspeisen kreieren. Eine mit Fisch, die zweite ohne. Ihr könnt euch nachher aussuchen, welche ihr davon macht. Zum Beginn machen wir eine Dillcreme fraiche. Danach schneiden wir den Lachs in feine Streifen und danach in ganz feine Stücke. Beim Lachs unbedingt darauf achten, dass es Sushi-Qualität ist, dass man ihn roh verzehren kann und dass er nicht eingefroren wurde. Von der zuvor zubereiteten Creme fraiche geben wir einen Löffel in das Lachs-Tatar mit hinein. Die Avocado halbieren, den Kern entfernen und mit einem Löffel die Avocado-Hälfte im Ganzen versuchen rauszuholen. Wenn die Avocado etwas zu weich ist, dann kann man auch feine Würfel schneiden. Das funktioniert dann auch sehr gut. Jetzt machen wir noch unser Salatdressing. Dafür geben wir einfach etwas Limette mit etwas Öl, Salz, Pfeffer und gegebenenfalls etwas Zucker hinzu. Und mixen dieses kräftig. Du kannst jetzt entweder in einem Glas oder in so einem Vorspeisenring die Vorspeise anrichten. Jetzt kommen wir zur zweiten Vorspeise. Wir nehmen wieder qualitativ sehr gutes Rindfleisch. Traditionell nimmt man das Rinderfilet, allerdings ist von einem guten Stück Fleisch die Hüfte genauso gut.
Da es sich hierbei um ein rohes Eigelb handelt, sollte man auch wirklich darauf achten, dass man ein frisches Ei verwendet. Der Trüffel gibt nochmal den speziellen Kick. Das riecht unfassbar gut. Eine andere Variante wäre noch einfach etwas geröstetes Sesamöl mit reinzugeben, wenn man die Trüffel nicht verwenden möchte. Das gibt auch nochmal einen außerordentlich leckeren Geschmack. Dieser Duft ist einzigartig lecker. Da lohnt es sich einmal wirklich Geld für einen guten Trüffel auszugeben. Wir nehmen den Rest der Crème Fraîche und machen für unser Beef Tartare auch noch einen kleinen Dip. Wenn man die Löffel in heißes Wasser gibt, kann man bessere Nocken formen, weil die Oberfläche einfach glatter wird. Den Bacon kann man auch durch zusätzlichen Pancetta ersetzen. Wir nutzen das nachher zur Dekoration, um noch einen kleinen Crunch auf dem Teller zu erzeugen.
frische Eier, da es nicht mehr durcherhitzt wird. Für die cremigere Konsistenz könnt ihr gerne noch etwas von dem Nudelwasser reingeben. Darauf nur achten, dass dieses nicht mehr zu heiß ist, nicht, dass ihr direkt Rührei bekommt. Nachspeise ist so schnell und einfach, dass es eigentlich nicht viele Worte braucht. Des Weiteren hat man das wirklich in 5 Minuten fertig. Der Alkohol verfliegt sofort beim Kochen, sodass es auch für Kinder geeignet ist. Wenn man allerdings trotzdem auf Saft zurückgreifen will, ist das natürlich gar kein Problem und schmeckt genauso gut.
Wenn ihr einen Handmixer habt, nutzt diesen. Allerdings wollte ich euch zeigen, dass auch in dieser Zeit man es mit der Hand aufschlagen kann und es wirklich nicht kompliziert ist. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und würde mich darüber freuen, wenn ihr mich abonniert, ein Like und einen Kommentar hier lasst und die Glocke aktiviert, damit ihr nichts mehr verpasst.